Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Normalerweise, heute in dem Video geht es nochmal um meinen alten Mk1. Dort ist nämlich der elektrische Fensterheber einfach kaputt gegangen. Ich konnte die Fensterscheibe noch runter machen, aber hoch ging nicht mehr und das Ganze sieht dann so aus. Wie ihr seht, Fensterheber funktioniert nicht mehr, also offen, ich drücke nach oben, funktioniert nicht, aber wie ihr hört, der Motor läuft weiterhin. Sprich, irgendwas da drin ist gebrochen. Bedeutet also für uns, wir müssen das Ganze jetzt mal austauschen. Zuerst mal nachschauen, was da genau kaputt ist. Also, wie immer, Türverkleidung ab, außenrum mit 4-5 Schrauben befestigt. Die macht ihr einfach ab. Danach ist in der Mitte, wie immer, am Türgriff sind nochmal 2 Schrauben und ganz oben am Türgriff ist nochmal eine Schraube, die macht ihr ab. Dann noch das Ganze hier abmachen, also die Türverkleidung inklusive dieser Türdämmung. Die Türdämmung ist mit so einem gummiartigen Klebestoff verklebt. Das Gute daran ist, also es geht relativ schwer ab, das Gute daran ist, ihr könnt später einfach nochmal dran machen und es klebt nochmal richtig gut. Ihr müsst euch also keine Gedanken machen, wie klebe ich das denn nochmal an. Ja, nachdem ihr auch den Lautsprecher abgemacht habt, mit 4 Schrauben, Stecker abgemacht habt, Fenster hoch, die Halterung vom Fenster lose machen, ganz hoch schieben und dann das Fenster mit Klebeband, Panzertape fixieren, sodass es nicht mehr runterfallen kann. Danach diese ganze Vorrichtung für den Fensterheber mit 5 Schrauben ist die befestigt, einfach lose machen und dann müsst ihr das hier so ein bisschen zusammenknicken und durch das Loch hier durchstecken und dann einfach den Stecker abmachen. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, was da genau kaputt ist, also aufgeschraubt und mir das Ganze jetzt angeschaut. Und seht ihr, was das Problem ist? Genau, Made in France. Nein, war natürlich ein Witz. Das Zahnrad ist abgebrochen. Die eine Hälfte steckt noch in diesem weißen großen Zahnrad und die andere Hälfte steckt noch auf dem Motor. Das Ganze war schon so verbacken, dass man es nicht auseinander bekommen kann. Und ja, Ersatzteile hätten vermutlich mehr gekostet als ein komplett neuer Fensterheber. Fensterheber hat mich jetzt gekostet bei eBay neu inklusive Versand 30 €. Also, neuen Fensterheber hier einfach reingesteckt, dann mit den 5 Schrauben, die wir vorher lose gemacht haben, befestigt, Kabel nochmal an den Motor dran und danach können wir eigentlich auch schon das Fenster runter machen, befestigen und prüfen, was funktioniert. Wie ihr seht, hat alles funktioniert und dann können wir das Ganze in umgekehrter Reihenfolge nochmal zusammenbauen. Also hier auch nochmal den Stecker vom Lautsprecher dran, Lautsprecher mit 4 Schrauben befestigen, Dämmung nochmal dran, die klebt von alleine. Dann hier dieses Dämmteil nochmal dran, dann die eigentliche Türverkleidung nochmal dran gemacht. Das geht ein bisschen frickelig drauf, muss ich gestehen, aber alles machbar und so sieht das Ganze dann später aus. Wie ihr seht, Fenster geht nach oben, fährt also einwandfrei hoch und dann nochmal runter. Wenn man zart drückt oder wenn man fester drückt, dann fährt er auch automatisch komplett nach unten, ohne dass man irgendwas anlernen muss. Also einfach nur einbauen und fertig. Damit das auf der anderen Seite jetzt nicht mehr passiert, habe ich hier mit Silikonspray das Ganze nochmal leichtläufiger gemacht auf der Beifahrerseite wie aber auch auf der Fahrerseite. Silikonspray wie immer verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Also für jeden, der dieses Problem hat, traut euch, es ist relativ simpel. Die Ersatzteile oder das komplette Ersatzteil ist relativ günstig auch zu haben und ohne dass man irgendwas programmieren muss oder sonst irgendwas machen muss, einfach nur austauschen, fertig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Falls ja, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!